Alter! Sag mal! Was hast du da überhaupt zu suchen auf der linken Spur? Alter! Völlig verrückt hier! Was ist denn heute los? Ich dachte, diesem scheiß Wetter, ne? 35 Grad am laufenden Band. Hier, dieser Bauarbeiter, ne? Da möchte ich jetzt aber auch heute dieser Tage keiner sein, ey. Die schwitzen die sich doch die Zunge aus dem Leib, hätte ich fast gesagt. Was macht denn der da? Fährt sich ja eine Scheiße zusammen da. Fährt man in Dänemark so oder was? Da will ich da nie hin. Hier, jetzt kommt erstmal der Bäcker. ...110, 111, 112 in einer 60 Baustelle. 119. Jetzt ist er aus dem Radar geflogen. Scheiß Raser, ey. Lappen wegnehmen. Hier soll der Reifen platzen. Fertig, dann stehst du da. Aber dir soll natürlich nichts passieren. Einfach nur Reifenplatz, da stehst du da. Fertig. Aber er fährt immer noch. Mehr Blitzen, mehr Blitzen. NS schämte er sich ein wenig und fühlte sich als Mann genannt worden. Aber er fühlte sich dann auch in seiner Lambo! Papier war klein. Einzigen Pferd. Ich habe aber schon lange zurückgefallen und den Staub kaum noch zu erkennen. Und er fühlte sich wie ein Stück lebendes Gewebe auf einem Objektträger oder ein Wurm am Haken. Jedenfalls wie etwas, was sich endlos band. Mugabe, der inzwischen 94 Jahre alt ist, verabschiedete sich sang- und klanglos aus der Menschenmenge. Ein Symbol dafür, dass nach 37 Jahren im höchsten Staatsamt tatsächlich eine neue Ära beginnt. Die Zeit scheint reif dafür, wenn diese Ja, mach Platz da! Mach Platz da! Oh, diese Wichser, Mann! Ich hasse diese Träumer! Ja, wenn man stundenlang auf Achse ist und so weiter, klar, aber trotzdem. Der LKW war ja noch, wer weiß wie weit weg, da braucht man noch nicht links fahren. So eine Scheiße immer, ey. So, wegen solchen Leuten kann man auch das Tempolimit einführen, weil es sich einfach nicht lohnt. Aber ich will ja kein Tempolimit. Wenn ich mal 200 fahren will, dann mache ich das. So. Straße fahren. Weil mein LKW sowieso wieder eine Viertelstunde braucht, um den richtigen Gang zu suchen, winke ich das Männlein rüber. Nicht laufen bei dem Wetter! Die Frage, wie sprichst du ihn an? Möchtest du meine Grenze sehen? Meine Grenze kontrollieren? Den finde ich gut. Jawohl, rechts ran vorbei. Er macht's ja nicht. Er fährt ja stur links, der blöde Wichser. Dieses dumme Stück Scheiße da. Da musste er rechts ran vorbei. Nach 1000 Lichthupe immer noch keine Reaktion. Von der Straße hupen, Lappen wegnehmen. Wusch, erledigt. Viel zu dumm, solche Menschen. Viel zu dumm. Ui. Das war spannend.
Rechts stehen sie auch auf dem Standstreifen, weil sie auch nicht mehr bremsen konnten. Also das war jetzt hier. Und der preisgleiche 60139 aus der Citywelt, der Überwachungstruck, den die Jungs wirklich haben wollen, weil die kommen rein und sagen, den Überwachungstruck will ich haben, den ich mit Knast, wo ich einen Verbrecher reinpacken kann. Der hat 4 Figuren und einen Motorradtruck mit Funktionen zum Aufklappen. So, was jetzt? Muss der LKW auf die 3. Spur oder was? Hä? Was ist das für eine Scheißjacke leider? Ui. Du bist ja nicht ganz dicht, Mann! Der hätte... Du hast ja echt einen Arsch offen, ganz im Ernst, ne? Oh, endlich mal wieder Action! Kannst gar nicht oft genug sagen. Ich drücke ja längst nicht mehr überall drauf, deswegen. Bin ich froh, dass es sowas mal wieder gibt. Ich habe ihn aber auch gar nicht gesehen, weil wer rechnet mit sowas? Ich hätte jetzt nicht mal gebremst, wenn da mir, was weiß ich, wie knapp da durchgeknallt wäre. Aber naja. Bauarbeiten auf A7 gemeldet, 28 Minuten Verzögerung. Möchten Sie eine alternative Route anzeigen, mit der Sie 16 Minuten Zeit sparen können? Mann, wieso denn immer Stau, Mann? Ich hab keinen Bock mehr auf den scheiß Stau, Scheiß hier, Mann. Oh, mal einen Tag ohne. Die scheiß A7 ist von Norden bis in den Süden eine Baustelle. Nichts anderes ist sie. Eine einzige verschissene Scheiß-Drecksbaustelle, weil die jahrelang nichts getan haben, die blöden Arschgeigen. Diese Wichser, diese blöden Schwanzlutscher, Mann. Oh, und jetzt hängen wir hier auf unseren Brocken. Alle Brücken im Arsch und jetzt werden sie endlich mal fertig gemacht. Jahrelang sind wir mit 60 über jede scheiß Brücke gefahren. Fahren wir die 45 lang. Jede Brücke 60. Jede Scheißbrücke. Oh, es ist eine Katastrophe, ist es, echt. Sowas von runtergewirtschaftet, dieses Land, echt. Oder die Straßen zumindest. Meine Fresse, ey. Sehr gut, das mache ich auch immer. Weil ich meinen Arsch drauf verwenden, dass der jetzt eine Schraube hochgesucht hat und sie in den Gully geschmissen hat. Genau das mache ich auch immer. Denn es könnte dein Reifen sein. Ich glaube, das sind so die stillen Helden unserer Gesellschaft. Keine Brücken drauf habe, ey. Ist das nämlich noch ein Kinderspiel. Aber mit Gewicht, da sieht das bei den Spuren anders aus, ey. Da wirst du rübergezogen, als wenn da ein starker Magnet wäre, ey. Das ist Hammer. Weil es ja immer wieder welche gibt, die sagen, es gibt keinen toten Winkel, wenn man die Spiegel richtig einstellt. Ja, aber sind die Spiegel richtig eingestellt bei allen? Sitzt man immer gerade mit dem Besenstiel im Rücken in seinem Sitz? Nein. Toter Winkel, die Schilder zu dem toten Winkel, den es überhaupt nicht gibt. Wie kommt das denn? Verstehe ich nicht. Und schon ist da der tote Winkel, vor allem rechts neben dem LKW. Haltet euch da nicht länger als nötig auf. Fahrer. Heute wieder kein Licht. Mach doch die Nebellampen an, wenn du welche hast. Wenn du keine hast, ne? Dann fahr hinterm LKW her. Anstatt da so blind durch die Gegend zu brummen und... Ah, Mann. Aber nein. Sprachbefehl. Sprachbefehl! Sprachbefehl!
Sprachbefehl! Boah, das kotzt dich so an, ey. Warum bieten sie es an?